Der US-Hersteller Rivian startet mit seinem zweiten Serienmodell, dem elektrischen SUV namens R1S, im Dezember auf den US-Markt und der kombiniert die besten Eigenschaften eines Range Rover, einer Mercedes G-Klasse und eines Lamborghini Urus. Alles, was man zu dem Rivian R1S wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglieder werden und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Groß und kastig kommt der Siebensitzer daher. Er sieht robust und funktional aus und hebt dieses etwas grobschlächtige Äußere wieder auf, wenn man ihn von vorne sieht. Front und Heck sind optisch wie beim Pickup-Bruder und zeigen verspielte Tendenzen. Auch das Chassis und die Karosserie bestehen aus denselben Materialien wie hochfester Stahl, Aluminium und Carbon wie beim Pickup R1T. Im Innenraum gibt es einen 15,6 Zoll Touchscreen und einen 12,3 Zoll Instrumentendisplay. Der große Touchscreen ist hell und klar und sehr reaktionsschnell. Über ihn werden Navigation, Klimatisierung, Fahrmodi und Medien gesteuert. Apropos Medien, der R1S unterstützt weder Apple CarPlay noch Android Auto. Rivian will die Technik offenbar nicht in das selbstprogrammierte Betriebssystem integrieren, was zum Problem werden könnte. Die Rundumsicht ist für ein Fahrzeug dieser Größe und Form eher mittelmäßig, aber 10 Außenkameras helfen, den Überblick zu behalten. Die bequemen, gut stützenden Sitze lassen sich beheizen und kühlen und haben stets vegane Lederoberflächen. Ein beheizbares Lenkrad ist ebenfalls Serie. Der R1S ist ausschließlich als Siebensitzer mit 3 Sitzreihen erhältlich. Frühere Pläne, auch einen Fünfsitzer anzubieten, hat der Hersteller aufgegeben. Die Sitze in der zweiten Reihe lassen sich im Verhältnis 40-20-40 umklappen, die dritte Reihe ist im Verhältnis 50:50 geteilt. Wenn die beiden hinteren Reihen umgeklappt sind, ist Platz zum Beispiel für eine Luftmatratze für das Übernachten im Auto, dabei ermöglicht das Panoramaglasdach den Blick auf den Himmel. Der Rivian R1S ist 5,13 Meter lang, 2,01 Meter breit und 1,83 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 3,07 Meter. Das Leergewicht wird mit 3137 Kilogramm angegeben, das Kofferraumvolumen bis 2944 Liter. Das Fahrzeug hat eine Anhängelast von 3,5 Tonnen. Der R1S wird zunächst in einer Quad-Motor-Konfiguration angeboten, die vom Pickup-Schwestermodell R1T bekannt ist. Das Elektro-SUV hat damit 614 kW und ein Drehmoment von 1241 Newtonmetern. Wie beim R1T ist für 2024 eine günstigere Dual-Motor-Version mit 447 kW und 813 Newtonmeter geplant. Die Leistung ist eine Sache, sie effektiv auf den Boden zu bringen eine andere. Doch der Quad-Motorantrieb sorgt dank Torque Vectoring immer für maximale Traktion, indem er sofort die richtige Kraft an das richtige Rad schickt. Die Luftfederung mit aktiven Dämpfern ermöglicht eine Höhenverstellung um mehr als 15 cm. Der R1S ist noch besser im Gelände als der R1T. Das liegt in erster Linie am kürzeren Radstand von 3,08 statt 3,45 Metern und der geringeren Länge von 5,10 statt 5,51 Metern. Der R1S ist deutlich wendiger als der R1T, was im Gelände natürlich ein großer Vorteil ist. Mit verschiedenen Fahrmodi lassen sich Fahrwerkshöhe, Kraftverteilung, Dämpfung und Pedalabstimmung variieren. Es gibt den Offroad, All-Terrain, Rockcrawl, Rally, Drift und Soft-Sand-Modus als Beispiel. Außerdem ermöglicht es der serienmäßige Luftkompressor, unterwegs die Reifen aufzupumpen. Der niedrige Schwerpunkt durch den großen Akku ist ein Vorteil, den die meisten Elektroautos haben. Zudem hat der R1S gut abgestimmte Federn und Dämpfer. Der All-Purpose-Modus ist perfekt für den Alltag. Damit wählt man die normale Fahrwerkshöhe, eine weiche Abstimmung, eine idiotensichere ESP-Einstellung sowie eine moderate Rekuperation. Für ein steiferes Fahrwerk und die niedrigste Fahrwerkshöhe sorgt der Sportmodus. Zudem gelangt dann mehr Kraft an die Hinterräder und das ESP greift nicht mehr so stark ein. Wenn man im Sportmodus das Gas durchdrückt, beschleunigt der R1S in etwa 3 Sekunden auf 100 km/h. Das ist ungefähr die gleiche Zeit, die der $230.000 teure Lamborghini Urus braucht. Der R1S verfügt über den gleichen 135 Kilowattstunden Akku wie der R1T.
Dabei handelt es sich um die Bruttokapazität. Die nutzbare Speicherkapazität verrät Rivian nicht, doch nach einem Reichweitentest mit dem R1T von Inside EVs USA liegt sie bei etwa 125 Kilowattstunden. Mit dieser Batterie beträgt die EPA-Reichweite 509 Kilometer. In Zukunft soll es den R1S auch mit einer Bruttokapazität von 105 Kilowattstunden für schätzungsweise 420 Kilometer EPA-Reichweite geben, sowie mit einem 180 Kilowattstunden Paket für rund 640 EPA-Kilometer. Der R1S besitzt einen 48 Ampere Bordlader. An einer 240 Volt Steckdose kann er in den USA im Level 2 Modus, also einphasig, mit bis zu 11,5 kW geladen werden. An einer 48 Ampere Ladestation soll pro Stunde Strom für bis zu 40 Kilometer nachgeladen werden. Eine solche Ladestation für die heimische Garage will Rivian demnächst auch anbieten. Alle Rivian-Modelle werden serienmäßig mit 32 Ampere Ladekabel für 2 Spannungen geliefert. An einer 240 Volt Stromquelle sollen damit pro Stunde Strom für etwa 24 Kilometer nachgeladen werden. Der R1S verwendet den CCS-Kombo-Stecker für das Schnellladen mit Gleichstrom. Damit beträgt die maximale Ladeleistung 220 kW. Die Ladeeigenschaften sollten die gleichen sein wie beim R1T. Der DC-Schnellladetest von Inside EVs USA mit dem R1T ergab eine Ladezeit von etwa 40 Minuten von 10 bis 80%. An einem 150 kW Lader dauert es etwa 5 Minuten länger. Wenn im Navigationssystem ein DC-Schnelllader als Ziel einprogrammiert wird, wird die Batterie automatisch durch Heizen oder Kühlen vorkonditioniert, damit der Ladevorgang optimal abläuft. Rivian baut außerdem ein eigenes Schnellladernetz auf, das Rivian Adventure Network. Bis 2023 sollen 3500 DC-Lader an wichtigen Fahrtrouten und beliebten Offroad-Zielen entstehen. Ob die Lader irgendwann auch für Fremdmarken nutzbar sein wird, ist noch nicht entschieden. Für alle Marken benutzbar sind die Rivian Waypoint Charger. Diese Level 2 Lader mit 240 Volt befinden sich in der Nähe von Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Parks, Wanderwegen und anderen beliebten Zielen. Derzeit werden mehr als 10.000 dieser Waypoint Charger in den USA und Kanada installiert. Zahlreiche Assistenzsysteme sind Serie, darunter Abstandstempomat, Spurhalteassistent, Querverkehrswarner, Parkassistent und Anhängerassistent. Wie Super Cruise von General Motors und Blue Cruise von Ford ermöglicht der Rivian Highway Assist das teilautomatische Fahren auf bestimmten Autobahnen. Der stolze Basispreis von $84.500, das sind umgerechnet rund 83.500 € für die Quad-Motor-Version mit 135 Kilowattstunden Batterie, ist für das Gebotene sehr günstig. Alternativ kann man auf die günstigere Two-Motor-Version mit 135 Kilowattstunden Akku für $78.500 oder mit 105 Kilowattstunden Batterie für $72.500 warten. Man könnte also abschließend sagen, dass der R1S ein besseres Allround-Fahrzeug ist als die konventionell angetriebenen SUVs auf dem Markt und die kosten teilweise doppelt so viel wie ein Rivian. Aber was haltet ihr von dem Rivian R1S? Würdet ihr euch so einen kaufen? Schreibt mir das in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!